Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts What's Up. Heute sprechen wir über ein Thema, das nicht nur Unternehmen, sondern uns alle betrifft. Und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Vor allem Unternehmen stehen zunehmend in der Verantwortung, nachhaltiger zu wirtschaften. Das bedeutet zum Beispiel, Ressourcen effizienter zu nutzen und umweltfreundliche Technologien zu fördern. Teils tun sie das, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen oder aber zum Beispiel dem eigenen Verständnis in Bezug auf Klimaschutz nachzukommen. Auch die FIS-Gruppe setzt sich aktiv für eine umweltfreundlichere Zukunft ein und hat bereits zahlreiche Maßnahmen unternommen, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Wie wir das geschafft haben, klimaneutral zu werden und welche weiteren Maßnahmen die FIS-Gruppe unternimmt, darüber spreche ich heute mit Christian Lang, Mitglied der Geschäftsleitung von FIS, Robert Schumann, Geschäftsführer von FIS ASP und Oliver Helms, Geschäftsführer der Medienwerft. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Maßnahmen der FIS-Gruppe und diskutieren, welche Chancen, aber auch Herausforderungen sich in diesem Bereich ergeben. Und bevor wir starten, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir da sein dürfen. Ihr drei seid ja maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Strategien innerhalb der FIS-Gruppe beteiligt. Deshalb möchte ich zuerst von euch wissen, warum ist die Nachhaltigkeit überhaupt für Unternehmen heute so entscheidend und ergeben sich daraus Chancen oder vielleicht auch Risiken, wenn Unternehmen das Thema nicht ernst genug nehmen? Ja, Lisa, vollkommen richtig. Das Thema Nachhaltigkeit nimmt heutzutage eine immer wichtigere Rolle ein in unserer Gesellschaft und das ist auch gut und wichtig so. Und die gute Nachricht an der Stelle ist, bei FIS hat das Thema Nachhaltigkeit schon immer eine wichtige Rolle eingenommen. Das bedeutet also, dass wir seit Anbeginn der Firmengeschichte schon immer regionale Lieferanten bevorzugt haben. Also beispielsweise bestellen wir nur, wenn es unbedingt notwendig sein muss, in Internetshops. Das ist auch heute noch so. Für uns ist wirklich das Thema regionale Lieferanten ein ganz wesentliches Thema. Genauso wesentlich für uns sind auch unsere Gebäude. Die werden natürlich immer auf dem aktuellsten Stand der Technik gehalten. Wir haben hier eine sehr moderne Arbeitsumgebung und auch das Thema Energieeffizienz wird wirklich groß geschrieben bei uns. Und beispielsweise ist es auch so, dass wir seit 2 Jahrzehnten mittlerweile große Photovoltaikanlagen bei uns auf dem Firmencampus betreiben und diese auch kontinuierlich ausbauen. Und das, um wirklich nochmal ein paar Beispiele zu nennen. Insgesamt muss ich wirklich sagen, die Chancen sind für uns eindeutig, nachhaltig zu wirtschaften. Wir profitieren zum Beispiel enorm von unseren langfristigen und vertrauensvollen Beziehungen zu regionalen Partnern und Lieferanten. Das hat uns schon oft geholfen, zuletzt erst während der Corona-Pandemie, wo wirklich viele Unternehmen erzählt haben von großen Beschaffungsproblemen. Das hatten wir zu der Zeit nur wenig bis gar nicht. Also das ist definitiv ein sehr positiver Effekt. Genauso natürlich auch nachhaltiges Wirtschaften führt dazu, dass man den eigenen Energieverbrauch und auch den eigenen CO2-Fußabdruck reduziert. Und es hat natürlich auch eine positive Wirkung bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch den Kunden, die darauf einen immer größeren Wert legen. Ja, und zum Thema Herausforderungen oder Risiken muss ich ehrlicherweise sagen, fällt mir gar nicht so viel ein, denn durch nachhaltiges Wirtschaften sehe ich fast nur positive Effekte. Das Einzige, was man wirklich sagen muss, ist, dass nachhaltige Aktivitäten und Konzepte tatsächlich häufiger etwas teurer sind, als wenn man nicht so nachhaltig wirtschaften würde. Aber das nehmen wir wirklich gerne in Kauf für das, was man dann auch Gutes bewirken kann damit. Das heißt, du hast ja eben gesagt, dass die FIS sich schon seit sehr vielen Jahren für mehr Nachhaltigkeit einsetzt und ihr ja darin so eine Art Selbstverständlichkeit seht. Seit letztem Jahr sind ja jetzt auch alle 3 Firmen der FIS-Gruppe offiziell klimaneutral. Und das habt ihr euch ja auch durch die Beratungsgesellschaft Fokus Zukunft nochmal mit einem Siegel bestätigen lassen. Oliver, was waren denn die Motive dahinter, sich diese Klimaneutralität jetzt auch nochmal von offizieller Stelle bestätigen zu lassen? Ja, danke, Lisa, für die Frage. Ich glaube, vorab ist es mal wichtig zu sagen, dass wir natürlich trotz aller Bemühungen einen CO2-Fußabdruck haben. Das lässt sich nie ganz vermeiden. Aber eben in Zusammenarbeit mit Fokus Zukunft gleichen wir diese Emissionen dann mit Klimaschutzzertifikaten aus. Also so erreichen wir sozusagen unsere Klimaneutralität. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Aber spannend ist eben der Weg dahin. Denn um eben dahin zu kommen, müssen wir natürlich zunächst mal unseren CO2-Fußabdruck berechnen. Also so eine Art CO2-Bilanz der FIS-Gruppe erstellen.
Und das Spannende ist eben, dabei werden strukturiert Daten erhoben. Also wo und in welchem Ausmaß entsteht denn überhaupt CO2 in unseren Unternehmen? Und das war für mich persönlich tatsächlich sozusagen der größte Mehrwert, um mal zu verstehen, wo haben wir denn überhaupt Hebel, um unsere Emissionen zu reduzieren? Natürlich, Christian hat es beschrieben, wir haben vorher schon viel unternommen, aber wo haben wir eigentlich die größten Effekte? Das ist jetzt durch diese Bilanzierung mal anfassbar und greifbarer geworden. Also so ist zum Beispiel jetzt mal rausgekommen, dass wir in der gesamten Gruppe 2200 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Und das ist schon ein Wert, aber so richtig einordnen konnte ich den bisher auch nicht. Und da hat uns Fokus Zukunft dann auch nochmal geholfen. Also um es vielleicht für uns alle mal ein bisschen einzuordnen, insgesamt sind circa 840 Bäume nötig, um diese Menge an CO2 zu binden. Und wir gleichen das eben mit entsprechenden Klimaschutzzertifikaten aus. Und das Siegel klimaneutrales Unternehmen, das drückt dann nochmal unser Mindset nach innen und außen aus. Das finde ich ganz wichtig, um nochmal zu zeigen, wie stehen wir eigentlich zu diesem Thema und es dann natürlich nach außen auch zu tragen. Aber viel wichtiger für uns ist eben dieser ganze Prozess dahin, also zu schauen, was können wir tun, wie können wir uns noch verbessern. Und das haben wir eben gemeinsam mit Fokus Zukunft dann auch in dieses Siegel gegossen. Robert, jetzt eine Frage an dich als Geschäftsleiter der FIS ASP. Rechenzentren gelten ja als enorme Energieverbraucher. Der Betrieb erfordert nicht nur große Mengen an Strom, sondern auch leistungsstarke Kühlsysteme. Welche Maßnahmen setzt denn die FIS ASP konkret ein, um den Stromverbrauch zu minimieren? Und nutzt ihr auch schon nachhaltige Energiekonzepte? Ja, Lisa, das ist so. Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen Strom. Gleichzeitig lassen sich nicht immer die allerneuesten Konzepte dort realisieren. Es muss für die Kunden kaufmännisch wirtschaftlich bleiben. Das bleibt unserem Klientel wichtig. Es muss stabil funktionieren. Das sind wir unseren Kunden schuldig. Und in einem laufenden Rechenzentrumsbetrieb kann man nicht stetig auf die allerneuesten Technologien umbauen. Das birgt zu große Risiken. So haben wir folgende Entscheidungen getroffen. Wir kaufen ausschließlich grünen Strom, der zertifiziert aus bayerischer Wasserkraft produziert wird. Wir setzen in allen Datacenter auf freie Kühlung. Das bedeutet, wir nutzen die kältere Außentemperaturen und schaffen diese kältere Luft nach innen. Das funktioniert von Herbst bis Frühjahr sehr gut und reduziert unseren Strombedarf deutlich. Selbst im Sommer lässt sich gerade während der Nacht damit erheblich Energie einsparen. Ein wesentlicher Punkt an dieser Stelle ist aber auch die Verschiebung der Betriebstemperaturen in den Rechenzentren. Früher hatte man dort immer eine Jacke gebraucht, wenn man mal länger im Datacenter arbeiten musste. Heute fahren wir alle Rechenzentren mit deutlich höheren Temperaturen. Kalt ist es dort keinem mehr. Auch das ist ein wichtiger Beitrag zur Reduktion der Energiebedarfe. Dazu kommt die Nutzung von effizienter Hardware. Heute sind beispielsweise Storage-Systeme deutlich energieeffizienter als diese noch vor 10 Jahren, als man mechanisch drehende Festplatten eingebaut hatte, waren. Die neuen Storage-Systeme sind leiser, schneller, es passt mehr drauf und sie verbrauchen weniger Energie. So schaffen wir es, trotz steigender Userzahlen unseren Energieverbrauch effizient zu organisieren. Das hast du ja gerade schon erwähnt, Robert, dass ihr die Rechenzentren mit grünem Strom betreibt. Und erneuerbare Energien spielen ja aber auch eine wichtige Rolle in der FIS-Gruppe. Hier setzen wir ja schon auf einige Photovoltaikanlagen und schaffen so einen Teil des Energiebedarfs schon eigenständig zu decken. Wie viel Strom generieren wir denn aktuell durch unsere eigenen Anlagen? Und gibt es auch schon Pläne für eine zukünftige Ausweitung? Ja, also die FIS-Gruppe hat große PV-Anlagen installiert und zusammen erreichen die eine theoretische Leistung von knapp 500 Kilowatt Peak. Leider natürlich nur, wenn die Sonne scheint, so wie sie heute am Aschermittwoch hier in Grafenrheinfeld ganz ordentlich das tut.
Aber ja, in der Nacht macht sie das nicht. Und das ist der Grund dafür, dass der Beitrag zum Ausgleich unserer Energiebilanz leider nicht ausreicht. Aktuell kann ich sagen, dass wir gerade in der Endmontage einer weiteren PV-Anlage sind. Die sollte in Kürze am Netz sein. Sehr schön. Jetzt ist es ja aber so, dass Nachhaltigkeit sich nicht nur in den ganz großen Projekten zeigt, sondern auch schon in vielen kleineren Initiativen. Ob zum Beispiel ressourcenschonendes Arbeiten, regionale Lieferanten, wie du sie schon angesprochen hattest, Christian, oder energiesparende Technologien. Auf welche weiteren Maßnahmen setzt die FIS-Gruppe denn, um einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten? Ja, genau, du hast es ja schon gesagt, Lisa, da könnte man natürlich ganz, ganz viele kleinere Beispiele jetzt auch noch zusätzlich nennen. Ich möchte den Blick vielleicht nochmal auf ein Thema werfen, was uns vor 2 Jahren sehr intensiv beschäftigt hat, nämlich unser neues Mobilitätskonzept. Und zwar haben wir uns da wirklich intensiv Gedanken gemacht, wie wir auch im Bereich der Nachhaltigkeit vorankommen können. Und wir haben da im Wesentlichen 2 Hauptziele verfolgt. Und zwar einmal war unser Hauptziel, die Treibhausgase unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Weg zu uns, zur Firma in Grafenrheinfeld zu reduzieren, also die Arbeitswege. Und was haben wir dafür gemacht? Wir haben zum Beispiel E-Ladestationen für E-Bikes installiert für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. An denen können sie dann ihre E-Bikes kostenlos bei uns aufladen. Also wir tragen 100% der Stromkosten für das Aufladen dieser E-Bikes. Wir haben uns zudem auch als fahrradfreundlicher Arbeitgeber zertifizieren lassen. Und uns wurde von der Zertifizierungsstelle sogar die zweithöchste aller möglichen Stufen anerkannt, was für uns wirklich ein großer Erfolg war als mittelständisches Unternehmen. Und das auch in Verbindung mit unserem bezuschussten Fahrradleasing, das wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten, hat wirklich dazu geführt, dass unsere Fahrradparkplätze, die wir haben, mittlerweile wirklich sehr gut genutzt werden, teilweise wirklich auch sehr voll sind, was eben Ausdruck dessen ist, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen das Fahrrad für den Arbeitsweg zu uns nach Grafenrheinfeld nutzen, was uns natürlich sehr freut. Und wir wollen und haben das gleiche Ziel auch im Bereich der E-Autos. Hier ist es so, dass wir auch da unsere E-Ladestationen nochmal massiv ausgebaut haben. Und an diesen E-Ladestationen können unsere Kolleginnen und Kollegen mit ihren privaten E-Fahrzeugen eben wieder aufladen und müssen dafür dann nur 50% der Kosten, der Ladekosten tragen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wir bezuschussen eben 50% der Ladekosten unserer Kolleginnen und Kollegen, wenn sie mit ihren privaten E-Fahrzeugen zu uns auf den Firmencampus kommen. Und auch das, muss ich sagen, wird immer mehr angenommen, immer besser angenommen. Das heißt also, an Spitzentagen sind alle unsere über 20 Ladepunkte, die wir haben, auf dem Campus belegt, was wirklich schön zu sehen ist, weil das natürlich bedeutet, dass an diesen Tagen auch viele Leute eben nicht mit Verbrennerautos zu uns zur Arbeit gekommen sind. Und das zweite große Ziel, was wir verfolgt haben mit unserem neuen Mobilitätskonzept, ist, dass wir die Treibhausgase reduzieren wollten, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen auf Dienstreisen sind. Und da haben wir ganz konkret 2 Sachen eingeführt. Das erste ist, dass wir Bahnfahrten erster Klasse eingeführt haben für mittlere und lange Geschäftsreisen. Das sind bei uns die absolute Mehrzahl der Geschäftsreisen. Und das führt dazu, dass also immer mehr Kolleginnen und Kollegen wirklich ein Erste-Klasse-Bahnticket bevorzugen, vor allem bei den mittleren und langen Geschäftsreisen, als sich selbst dann ins Auto zu setzen. Und das andere, was wir gemacht haben, ist, dass wir für unsere Firmenwagen eine Incentivierung eingeführt haben. Das heißt also, wenn sich jetzt ein Mitarbeiter ein neues Firmenauto konfiguriert und bestellt, dann gibt es ein Bonussystem für klimafreundliche Fahrzeuge. Und vereinfacht gesagt funktioniert es so, dass je klimafreundlicher das neue Fahrzeug ist, desto weniger zahlt der Kollege dann auch am Ende des Monats für dieses Fahrzeug. Und auch da muss man sagen, das wird immer besser angenommen und es schärft einfach nochmal die Aufmerksamkeit und legt den Fokus auf dieses Thema klimafreundliche Fahrzeuge. Und auch das merken wir jetzt schon, wird immer besser angenommen von unseren Kolleginnen und Kollegen. Ja, wenn ich
vielleicht noch ergänzen darf, das Thema Mobilität ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges. Das haben wir eben auch aus unseren Bilanzierungsarbeiten oder aus unserer Bilanzierungsarbeit gesehen. Also dass wirklich ein Großteil der CO2-Emissionen eben entsteht durch die Bewegung unserer Mitarbeiter, also zur Arbeit und zurück oder zu Kundenterminen. Insofern haben wir da auch natürlich einen großen Schwerpunkt drauf gelegt. Und wenn ich noch aus Hamburg ergänzen darf, dort ist ja das Thema ÖPNV noch ein großes, weil da ist es natürlich dann auch ein leichtes für die Mitarbeiter, mit den Öffentlichen ins Büro zu kommen oder auch Termine wahrzunehmen. Und so unterstützen wir eben das ganze Thema Deutschlandticket. Wir haben in Hamburg mittlerweile fast 50% der Mitarbeiter, die ein Deutschlandticket haben. Für die Auszubildenden ist das quasi vollständig subventioniert von uns und für alle anderen Mitarbeiter, die kriegen das dann auch ein Stück weit subventioniert, so dass wir versuchen, eben die Leute möglichst in die öffentlichen Verkehrsmittel zu bekommen, beziehungsweise dann auch das Thema Jobrad, das hatte Christian auch schon angesprochen, eben auch aufs Fahrrad. Also das ist, glaube ich, aber das Thema Mobilität, da haben wir, glaube ich, einen der größten Hebel. Und insofern ist das super, dass wir da aus der FIS-Gruppe natürlich so viel zu bieten haben. Ein zweites Thema, was ich tatsächlich auch sehr, 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 sehr charmant finde, es gibt mittlerweile zwei Firmenwälder, wenn man so will. Also wir haben einen etwas größeren Wald angepflanzt im oberfränkischen Pegnitz. Da haben wir ungefähr 800 Bäume gepflanzt. Und im hohen Norden, in Schleswig-Holstein, bei Hohenaspe, haben wir nochmal circa 350 Bäume gepflanzt, um eben auch so einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn man zusammenzählt, dann sind das 1150 Bäume, die wir mittlerweile gepflanzt haben. Und wer mir vorhin zugehört hat, wir brauchen ja eigentlich nur 840 Bäume, um sozusagen dann auch unseren Fußabdruck beziehungsweise die Menge an CO2, die wir produzieren, dann auch zu binden. Die Bäume sind noch klein, da müssen wir noch ein bisschen warten. Bis dahin arbeiten wir mit Zertifikaten, gar keine Frage. Aber es ist, finde ich, ein wirklich sehr, 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 sehr anfassbarer und mal greifbarer Beitrag auch Richtung Klimaneutralität. Und da machen wir mit Sicherheit auch noch weiter. Danke. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich euch aber ja noch eine eher persönliche Frage stellen. Und zwar beginnt Nachhaltigkeit ja nicht im Unternehmen, sondern eigentlich im eigenen Alltag. Gibt es typische nachhaltige Gewohnheiten, die ihr in eurem täglichen Leben umsetzt, um umweltbewusster zu handeln? Ja, also Lisa, weniger brauchen ist besser als viel haben. Ich versuche mich nach diesem Grundsatz zu orientieren. Es gelingt mir nicht immer. Aber ja, ich versuche auch Dinge einfach länger zu nutzen. Und ein Beispiel, ich bin viel auf Reisen und das kann man meinen Koffer schon ansehen. Und ja, vielleicht könnte ich mir auch einen neuen mal leisten, aber der alte tut's noch. Und das sind so Dinge, wo ich im Kleinen persönlich anfange, nachhaltiger zu denken und danach zu leben. Ja, also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns vor einigen Jahren ein Lastenrad zugelegt haben. Das heißt also alles, was sozusagen wirklich in Fahrraddistanz zu erreichen ist, insbesondere die ganzen Themen um die Kinder zur Schule, zur Kita, zum Sport, da lassen wir das Auto komplett stehen. Und des Weiteren haben wir einen kleinen Garten, wo wir auch schon das ein oder andere jetzt mal versucht haben. Und jetzt für die nächste Saison ist tatsächlich mal die Überlegung, auch noch etwas Gemüse anzupflanzen, was wir dann auch mal selber nutzen. Also auch in die Richtung mal einfach wirklich sehr regional gedacht. Ja, Olli, in der Großstadt wie Hamburg, da ist natürlich so ein Lastenrad sicherlich das Mittel der Wahl. Bei uns ist es so, dass sind die Städte ja etwas kleiner und ich persönlich, ich laufe privat tatsächlich fast alle Strecken zu Fuß. Also es ist jetzt egal, ob das 500 Meter sind oder 3 Kilometer und es ist auch egal, ob es regnet oder nicht. Ich laufe wirklich fast alle Strecken zu Fuß, mache also auch kleinere Einkäufe zu Fuß. Ja, nur wenn ich dann halt wirklich mal andere mitnehmen muss oder auch größere Einkäufe, wie jetzt zum Beispiel Getränkekisten, das mache ich natürlich mit dem Auto, dann nutze ich das Auto dann dafür. Ansonsten ja, bin ich bekannt dafür,
eigentlich jede Strecke zu laufen. Sehr schön, danke euch. Wir haben jetzt gehört, dass Nachhaltigkeit in allen Bereichen, also von privat zu auch dem beruflichen, ein wichtiges Thema ist. Und ihr als FIS-Gruppe, wir gehen da ja mit gutem Beispiel voran. Vielen Dank euch für die spannenden Einblicke. Und wir sind tatsächlich schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Für die, die noch nicht genug haben, können gern auf unserer Website vorbeischauen und müssen nicht bis zur nächsten Folge warten. Dort haben wir viele weitere spannende Folgen zu den unterschiedlichsten Themen. Und bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Tschüss, Lisa. herzlichen Dank. Tschüss.